Es gibt Orte wie aus dem Bilderbuch. Perfekte Häuser, perfekter Rasen, perfekte Menschen. Ich könnte allen Vollidioten auf den Kopf kacken. Und zwar so richtig eklig, dünn und klebrig, so dass es nicht aus den Klamotten rauskommt. Und das bin ich. Darf ich vorstellen? Jona Wüst. Der böse Wolf in diesem Märchen. Ich will Ihnen da gar nichts vormachen. Wir können ihn nicht heilen. Für meine Eltern bin ich etwas, das man besser versteckt. Jona, das muss geheim bleiben. Es ist zu deinem Besten. Mein Bruder hasst mich. Ey, alles dreht sich nur noch um Jona. Dabei wären wir doch alle froh, wenn es Jona nicht gäbe. Und weil er dem Helden des Dorfes neue Brüste verpasst hat, Ey, sieht doch viel besser aus, oder? soll ich jetzt im Schultheater den bösen Wolf spielen. Was sagt eigentlich Frau Beck dazu, wenn sie sieht, was für einen Schwachsinn du hier machst, statt brav Farbe zu holen? Es war einmal. So fangen die alten Märchen an. Und so beginnt auch meine Geschichte. Komm! Das Wasser ist toll! Jetzt komm schon, das Wasser ist toll! Ich muss das hier noch fertig machen. Oh, Brustbeule, jetzt komm! Jona? Sophie! Verarscht! So, jetzt. Oh, oh. Jetzt bist du. Sei nicht sauer! Du bist jetzt eh nass. Kannst doch kommen. Beschreibe deine Heimatstadt. Mann, ey, bei Frau Leinemann mussten wir so ein Psychokram nicht machen. Hoffentlich kommt die bald wieder. Ich weiß, was mit dir los ist. Du hast bloß Schiss. Das Einzige, wovor ich Schiss habe, ist ein Jahr länger im Literaturkurs festzuhängen. Und Frau Beck hat mich total auf den Kieker. Du hast bloß Schiss vor dem Geist. Was für ein Geist. Ja, der Geist vom See. Vor 20 Jahren oder so ist hier eine junge Frau unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Und seitdem zieht ihr Geist umher und sind auf Rache an den Dorfbewohnern. Mann, Sophie. Es gibt keine Geister. Ja, es gibt so einiges hier. Letzte Woche hat mein Vater auf der Jagd einen Wolf gesehen. Es war in der Morgendämmerung und er hat die ganze Nacht lang einen tollwütigen Fuchs gejagt. Vulpes, Vulpes. Jetzt hab ich dich. Und dann hat er ihn gesehen. Einen riesigen Wolf. Wie damals. Und weißt du, was der gemacht hat? Der hat meinen Vater einfach nur angestarrt. Und dann hat er sich den Fuchs geschnappt und ist weggelaufen. Und das bedeutet jetzt, dass hier irgendwo ein tollwütiger Wolf ein Unwesen treibt. Ah, Sophie, komm schon, ernsthaft. Komm du schon. Was soll das? Was muss man über Trautheim wissen? Es ist ein verschlafenes kleines Örtchen. Hier kennt jeder jeden. Und was heute passiert, wenn denn mal etwas passiert, weiß morgen das ganze Dorf.
Canis lupus familiaris. Erste! Beim nächsten Mal kriege ich dich. Ach, Freund weiter. Aber ich gebe dir eine neue Chance. Morgen gleiche Uhrzeit? Okay. Gut, ciao. Ciao. Guten Tag, Jona. Guten Tag, Herr Dr. Krawutzke. Es heißt Dr. Krawutzke AD. So viel Zeit muss sein. Junge Dame, ohne Gummistiefel ins Haus. Auf Wiedersehen. Meine Eltern sagen, hier gibt es sie noch, die heile Welt. Und man kann froh sein, hier zu leben. So. Alles ist hier so, wie es schon immer war. Und das ist auch gut so. Heile Welt also. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte mich nur vorstellen. Dons, Gabi. Von gegenüber. Beck, angenehm. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, ein Stück für einen Mann mit draufzulegen. Ich habe gar keinen Mann. Verlobten. Freund. Und die braucht aber dringend Wasser. Die ist aus Plastik. Also, danke nochmal. Ich muss dann wieder. Mach mal Platz. Mann, Alex. Schatz, bitte vergiss deine Medizin nicht. Ja. Du hast gar nicht die Emmelhalter an. Ey, das ist voll Gift für mein Training. Ich brauch Eiweiß. Probier doch erstmal. Schmeckt doch bestimmt gut. Das würde ich auch sagen, wenn ich wusste, dass mich nie ein Mädchen nackt sehen wird. Danke für das Bild. Bitte, Jungs, ihr seid doch keine Kleinkinder. Ihr seid Geschwister. Deine Brille. Was? Deine Brille. Was? Wollen wir hoffen, dass du nicht die Pünktlichkeit deines Vaters geerbt hast. Ich jetzt auch nicht so eilig, in diese Familie reinzukommen. Alex. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Sieht lecker aus, Schatz. Perfekte Häuser, perfekter Rasen, perfekte Familien, perfekte Menschen. Selbst die Haustiere sind perfekt. Selbst die sind perfekter als ich.
Ich war schon anders, bevor ich wusste, was normal überhaupt ist. Je älter ich wurde, umso mehr musste von mir versteckt werden. Ein Geheimnis, das immer größer wird, mit jedem Jahr. Ich habe alles versucht. Nach spätestens einer halben Stunde ist alles wieder nachgewachsen. Irgendwann werde ich mehr Wolf als Mensch sein. Früher hätten die Leute viel Geld bezahlt, um auf dem Jahrmarkt jemanden wie mich zu sehen. Aber wir leben im 21. Jahrhundert und meine Eltern meinen... Jonah, das muss geheim bleiben. Es ist zu deinem Besten. Stell dir vor, wie die Leute über uns reden würden. Also, versuche nicht aufzufallen. Immer schön unauffällig bleiben. Ich mag Trautheim, besonders den Wald hier. Aber da ich nur in meinem Zimmer wirklich ich selbst sein kann, habe ich den Wald einfach hier hingeholt. Aber ich werde nicht ewig hier bleiben. In einem Jahr habe ich meinen Abschluss und genug Geld, um für immer von hier zu verschwinden. Dann gibt es keinen Grund mehr zu bleiben. Jetzt komm schon, das Wasser ist toll. Oh, Brustbräule, jetzt komm. Der Streich. Ey, schwänzt du, oder was? Nein. Komm, gib mal her. Alex, lass, die sind für Frau Beck. Ey, findet ihr nicht auch, dass dieser Penner irgendwie langweilig aussieht? Alex, lass es. Lass das. Bleib mal locker. Mann, Alex. Junge, bleib locker. Ey, sieht doch viel besser aus, oder? Was sagt eigentlich Frau Beck dazu, wenn sie sieht, was für ein Schwachsinn du hier machst, statt brav Farbe zu holen? Alter, komm. Ey, ich finde, die Missgeburt hat Schläge dafür verdient. Werden Sie Herrn und Frau Wüst anrufen? Deine Eltern meinst du? Das musst du schon selber klären. Das ist deine Sache. Aber ich hoffe, du siehst ein, dass ich dich dafür bestrafen muss, für deine Schmierereien. Aber ich war das doch gar nicht. Das war der... Wer denn? Wie ich sehe, hast du keinen Respekt vor der Kunst. Und weil du Kunst verschandelt hast, bekommst du die Möglichkeit, das ein bisschen wieder gut zu machen, indem du selbst etwas Künstlerisches erschaffst. Soll ich einen Aufsatz schreiben, warum man Jägern keine Brüste malt?
Du willst das bis Donnerstag auswendig lernen. Hey, Moment mal. Hände waschen. Raus aus meinem Zimmer. Ich suche nur das Telefon. Hier und jetzt verschwinde. Freakfreie Zone. Wen willst du überhaupt anrufen? Keine Angst, ich sag schon nichts. 42 Kräutern und einer speziellen Geheimzutat. Dr. Oppermanns Antriebstonikum. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Diese Werbung enthält Übertreibungen. Dr. Oppermanns Antriebstonikum ist... Beck? Frau Beck, ich muss mit Ihnen reden. Moment. Ich habe das Stück also den Ordner durchgelesen. Jona? Was? Wolf, ich kann nicht mitmachen. Hat das nicht Zeit bis nächste Stunde? Nein, es ist wegen dem Ordner, den Sie mir gegeben haben. Was soll damit sein? Das ist das Theaterstück. Wir haben noch jemanden gebraucht, der die Rolle des bösen Wolfes spielt. Und das sollst du jetzt übernehmen. Ich meine, soll ich das etwa vor der ganzen Klasse aufsagen, oder was? Nein. Vor der ganzen Schule natürlich. Was? Aufführung unserer Theater AG. Am Donnerstag ist die nächste Probe. Aber Frau Beck, der Wolf. Was hast du denn jetzt wieder mit dem Wolf? Es tut mir leid, ich muss auflegen. Was treibst du denn da drin? Ich rasiere mich. Das bringt doch nichts. Komm runter, es gibt Abendbrot. Was ist mit deinem Auge passiert? Ist beim Basketball passiert. Ach so. Richtige Jungs, ja? Oder? Naja, wie auch immer. Dann lass uns mal anfangen, oder? Guten Appetit. Guten Appetit. Was sag ich mit dem Mofa? Mollers verkaufen ihres. Jona, ich möchte, dass du die Medizin austrinkst. Hast du was gesagt? Jona hier, Jona da. Alles dreht sich nur noch um Jona. Dabei wären wir doch alle froh, wenn es Jona nicht gäbe. Überleg mal, was du da gerade sagst. Schau dir den Freak doch mal an. Klopft sich einen im Bart und telefoniert dabei, weil er keine abkriegt. Schon gut. Hey, ich bin noch gar nicht da. Das meint er nicht so. Oder? Denk nicht drüber nach. Was gab's denn bei dir heute so Neues, ne? Nichts. Na, ist doch auch gut. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, hat mein Alter, der Opa mal gesagt. Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen ringsumher. Willst du deiner Großmutter... Willst du... Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen ringsumher. Okay, dann kommen wir jetzt zu der Stelle, wo dir jetzt hier der Bauch... Was ist denn los? Das ist die Stelle, wo dir der Bauch aufgeschnitten wird. Ja, aber ist doch kein Grund, mich jetzt hier auszuziehen. Hör mal. Wenn wir proben, lass ich dir das gerne noch durchgehen. Aber während der Aufführung kommst du nicht drum herum, dass dir der Bauch aufgeschnitten wird, so wie es im Text so steht. Frau Beck, ich will nicht, dass die ganze Schule meinen nackten Oberkörper sieht. Ja, das hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du der ganzen Schule nackte Brüste gezeigt hast, ja? Kann ich nicht vielleicht ein Unterhemd tragen? Hör auf zu diskutieren. Wenn du diskutieren möchtest, dann können wir das gerne nächstes Jahr im Literaturkurs machen.
Also, wie sieht's bei euch aus? Das ist Erpressung. Ja, die scheint dich echt auf den Kicker zu haben. Ich bin einfach so schlecht für Theater. Ich kann mir nicht mal den Text merken. Denk an unsere Abmachung. Was für eine Abmachung? Du behältst für dich, was du in meinem Zimmer gesehen hast, und ich erzähle unseren Eltern nichts von deinem Theaterstück. Und warum sollte ich das geheim halten? Weil Mama Wölfe noch mehr hasst als Ratten. Die Dame. Jetzt komm. Was sollte das denn? Er ist ein Idiot. Warum erzählst du deinen Eltern nicht einfach von dem Stück? Eltern stehen auf so einen Scheiß. Ja, deine vielleicht. Also dein Vater. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Ich muss ja nicht nur meinen Text lernen, ich muss von allen den Text können. Damit ich die Einsätze halt nicht verpasse. Gib mir noch eine. Ja, und wie viel ist das jetzt? 10 Sätze. Ha, die Bank gewinnt. Ja, lass dir doch einfach eine Entschuldigung von deiner Mom schreiben oder sowas. Warum das denn? Ja, sie scheint doch ganz cool zu sein. Für den Sportunterricht kriegst du auch andauernd irgendwelche Entschuldigungen. Also mein Vater wird sowas nie machen. Alles muss eine Ordnung haben. Mann, Sophie, das ist doch was völlig anderes mit dem Schwimmen. Das ist wegen dem Chlor halt. Ich habe keine Kohle mehr. Aber auch irgendwie die Handlung vom Stück und keine Ahnung, ist doch alles scheiße, sowas. Ich möchte lieber hier mit dir abhängen, anstatt auf diese blöden Proben zu gehen. Warum eigentlich entweder oder? Wie? Machst du mit oder was? Mhm. Ja. Also ich bin den Jäger. Also meine Alten wird das sowas von glücklich machen. Und ich habe gehört, du stehst auf Jäger mit Brüsten. Freust du dich nicht, oder was? Doch, klar. Aber? Nichts, aber ist nur überraschend. Ich bin alle Varianten durchgegangen. Das Spiel auf Zeit, die Tarnmethode und das Simulieren einer schweren Krankheit. Oh oh. Oh oh. Aber wie ich es drehe und wende, meine Flucht aus Trautheim bleibt der beste Plan. Game over. Bis dahin werde ich noch ein wenig Geld auftreiben und tue das, was ich am besten kann. Den Schein wahren. Mein liebes Mädchen, was machst du denn so allein im Wald? Mein liebes Mädchen, was machst du denn so allein im Wald? Hallo, Frau Krumnacker. Ach Junge, du warst ja schon lange nicht mehr hier. Meine Mutter hat Kekse für Sie gebacken. Ach, danke. Es hat sich einiges getan in deiner Abwesenheit.
Willst du schwimmen gehen? Nein, ich gehe nicht gern schwimmen. Glaubst du, ich habe einen Vogel? Nein. Eigentlich ist Frau Krumlacker ganz okay. Sie ist nicht dumm oder so, nur manchmal ein bisschen durcheinander. Ich bin ausgefuchst. Jeder hat einen Vogel. Nur die, die denken, sie haben keinen, die haben zwei. Aber das Gute an ihr ist, dass sie es schnell vergisst, wenn man was Falsches gesagt hat. Was bedeutet, dass sie eine der wenigen Personen ist, Junge, der ich die Wahrheit sagen kann. möchtest du schwimmen gehen? Danke. Ich gehe lieber abends schwimmen, heimlich, wenn alle schlafen. Mein Oberkörper ist mit so einer Art Wolfsfell bedeckt. Ich bin kein normaler Junge. Also lassen Sie sich nicht täuschen von meinem Äußeren. Hab ich's doch gewusst. Und jetzt weiß ich einfach nicht, was ich tun soll. Wegen dem Theaterstück. Entweder blamiere ich mich vor Sophie und der ganzen Schule, oder ich muss ein Jahr länger in Trautheim bleiben. Ein Jahr länger lange Hemden tragen. Auf gar keinen Fall. Ich könnte mich vielleicht auch ohne Abschluss durchschlagen, aber dafür bräuchte ich Geld. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, mein Junge. Ich gehöre eigentlich auch nicht in diesen Körper. Ich hätte als Zugvogel zur Welt kommen müssen, so wie mein Heini. Dann könnte ich immer wegfliegen, wenn es mir irgendwo nicht gefällt. Und ich könnte allen Vollidioten auf den Kopf kacken. Und zwar so richtig eklig, dünn und klebrig, so dass es nicht aus den Klamotten rauskommt. Oh. Das nennt man Zwickmühle. Es hat gut getan, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der kein kompletter Vollidiot ist. Sonst wimmelt es ja hier so von Vollidioten. Hier, diesmal ist es ein bisschen mehr als sonst. Ist ja Jahrmarkt. Aber gib nicht alles auf einmal aus und lass dich auf keinen Fall von den Zigeunern abzocken. Hm? Ja. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Frau Krumnacker, ich glaube, Sie haben sich vertan. Junge, du warst ja schon lange nicht mehr hier. Diesmal keine Kekse? Mein liebes Mädchen, was gehst du denn so allein im... Wald? Ah, so allein im Wald umher? Gar nicht so schlecht für einen Freak. Ja, vielen Dank. Hey, Bock auf ein Spiel? Klar. Ja. Warum nicht? Sophie, du spielst bei uns mit. Dann sehen wir mal, ob Jona was ohne dich kann. Wir spielen natürlich mit Shirt. Ja, wir auch. Wie soll das denn gehen? Es ist kalt, Alex. Stell dich mal nicht an. Oder willst du unbedingt Titten sehen? Jona. Alex, was soll das? Was ist dein Problem? Du kannst bei uns mitspielen. Hast du nicht auch das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt mit Jona in letzter Zeit? Ich wüsste nicht. Nö. Also er bleibt immer länger weg nach der Schule und wenn er auftaucht, also es riecht, als würde er rauchen. Und er ist immer so abwesend. Wo hinaus so früh, Rotkäppchen? Zur Großmutter. Was trägst du denn da unter der Schürze? Hallo. Hi. Ich hab mal nur kurz eine Milch geholt. Na dann, gute Nacht, ne? Schatz, du, beim Jungen ist alles in Ordnung. Bis auf die eine Sache vielleicht. Aber er ist ein ganz normaler Junge.
Ganz normal, so wie ich. Ich glaube, ihn belastet etwas. Auch. Vielleicht habe ich ihn zu sehr vernachlässigt. Er ist eifersüchtig auf das Baby. Das ist nicht normal. Er ist ziemlich krank. Ich glaube, wir sollten Dr. Oppermann nächste Woche einen Besuch abstatten. Ja. Gute Idee. So machen wir das. Das ist ja echt krank. Und verlass nicht den Weg, wenn du durch den Wald gehst, Kind. Ja, gut. Das lernt ihr dann so auswendig. Und wir sehen uns nächste Woche. Nur, dass ihr schon Bescheid wisst, den Jäger wird ab nächste Woche dein Bruder Alex spielen. Ich danke euch. Wir sehen uns nächste Woche. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Frau Beck, warum denn der Alex? Was ist denn mit Sophie? Ja, die hat sich krank gemeldet. Wie krank? Gestern war... So, guck mal. Da kannst du noch dein Kostüm abholen. Irons Kuriositätenladen. Iron. Wer ist denn Iron? Ist das ein Zauberer, oder? Ja, in gewisser Weise. Mach's gut, wir sehen uns nächste Woche. Hey, was soll das? Dr. Krawutzke, ist Sophie da? Ist sie krank, oder? Schleichst hier rum und stellst auch noch Fragen. Ich sollte dich fragen, was du hier treibst. Sophie ist im Moment unpässlich. Ja, und was heißt das? Das heißt, dass sie für dich nicht zu sprechen ist. Also wenn sie mich anstecken würde, ist das nicht so schlimm. Sie braucht ihre Ruhe. Und ich auch. Und es heißt Dr. Krawutzke AD. Ich praktiziere nicht mehr. Wie oft eigentlich noch? Ich heile keine Tiere, ich schieße sie nur noch. Habe ich dir hier von damals erzählt, als ich dieses unbezwingbare Biest, diesen Wolf erlegt habe? Meint sie den, der aus dem Zoo entlaufen ist? Der keine Zähne mehr hatte? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Er war auf jeden Fall unbezwingbar. Bis ich kam. Der ist jetzt ein Fußabtreter und ich stehe hier vor dir und bin jederzeit bereit, einem Eindringling das Fell über die Ohren zu ziehen. Das spielt eine Rolle. Sophie! Du hast es ihr gesagt! Ich bin zu wem? Sophie! Dass du auf sie stehst. Und immer wenn ihr telefoniert? Nein, du weißt genau, was ich meine! Dass du ein Freak bist? Ein Fellmonster. Wieso sollte ich? Ist doch viel lustiger, wenn sie es selber herausfindet. Wahrscheinlich denkt die dass du voll peinlich bist. Weil du letztens auf dem Spielfeld verkackt hast. Ich hab doch nicht mal mitgespielt. Eben. Abhauen ist noch viel schlimmer als verkacken, du Feigling. Und jetzt verschwinde! Im Gegensatz zu dir halte ich meine Klappe. Jona? Ja? Schatz, ich hab dir was mitgebracht. Das ist schön. Vielen Dank. Ja, mal was anderes. Zieh's an.
jetzt ein großer Bruder bald. Wie geht's dem Baby? Ist das gesund? Also ist es normal? Soweit man das jetzt sagen kann, schon. Weißt du, Jona, es werden sich ein paar Dinge ändern in der nächsten Zeit, aber das heißt nicht, dass wir dich nicht lieben. Und vergiss nicht, du bist was ganz Besonderes. Genauso wie alle anderen auch. Ach so, übrigens, ich habe für Freitag einen Termin für dich bei Dr. Oppermann gemacht. Mama. Nee, das machen wir jetzt und jetzt ist gut so. Also, ich gehe jetzt Pfannekuchen machen. Komm gleich runter, ja? Herr Dr. Oppermann, der Junge wird größer. Er ist in der Pubertät. Er wird zum Mann. Mädchen und so, Sie wissen schon. Und gibt es denn überhaupt keine andere Wege, keine anderen Möglichkeiten? Also, ich will Ihnen da gar nichts vormachen. Wir können ihn nicht heilen. Worüber wir reden können, ist die Gentherapie. Ganz andere Wirkung als das Serum. Die Gentherapie fasst das Problem gewissermaßen bei der Wurzel an. Aber damit können wir nicht beginnen, bevor er volljährig ist. Aber Dr. Oppermann wäre nicht Dr. Oppermann, wenn er nicht noch etwas in petto hätte. Das habe ich doch gesagt. Dr. Oppermanns Menschenserum? Die Rezeptur ist verbessert worden. Noch in der Testphase zwar, aber Ihr Sohn könnte zu den ersten Probanden gehören, die von der atemberaubenden Wirkung dieses Serums ihren Nutzen ziehen. Mein Sohn wäre der Erste? Wir rechnen mit einem geminderten Haarwachstum von 5 bis 8%. Ist das denn viel? Damit bekommt man anderswo einen Sitz in der Regierung. Ja, na gut, dann lass uns das doch ausprobieren. Das wäre doch ein Anfang. Nebenwirkungen. Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, vollständiger Haarausfall, Halluzinationen. Irons Kuriositätenkabinett. Manche Menschen tragen Masken, ein Tier jedoch trägt stets sein wahres Gesicht. Hallo. Hier gibt's keine Toiletten. Und ehrlich gesagt finde ich es auch eine Frechheit, dass die mir immer die Leute hier vorbeischicken. Ist das vielleicht eine Gastronomie hier? Wohl kaum. Hier gibt's nichts zu essen, nichts zu trinken und für Kunden Rauchen verboten. Und sitzen darf auch nur ich hier. Ich bin wegen dem Kostüm hier. Kostüm? Na, Frau Beck schickt mich aus Trautheim. So. Trautheim. Was genau für ein Kostüm? Ein Wolfskostüm. Ich habe kein Wolfskostüm. Das muss ich anfertigen und dazu brauche ich Maße und Wunschvorstellungen und letztendlich Geld. Ich dachte, Sie wüssten Bescheid. Ist das Kostüm für dich? Ja. Ja, dann lass mich mal Maße nehmen. Zieh mir das Oberhemd auf. Nein. Ich muss vorher mit Frau Beck reden, dann komme ich wieder.
Feigling. Stell dir vor, wie die Leute über uns reden würden. Also, versuche nicht aufzufallen. Feigling. Freakfreie Zone. Vor der ganzen Schule natürlich. Das ist die Aufführung unserer Theaterarbeit. Weil Mama Wölfe noch mehr hasst als Ratten. Dabei wären wir doch alle froh, wenn es Juna nicht gäbe. Abhauen ist noch viel schlimmer als verkacken, du Feigling. Ein Fellmonster. Du hättest ihn besser gleich ins Bad gehen lassen sollen, Iron. Und jetzt hör mit dem Rauchen auf. Du bringst dich noch um. Und andere gleich mit. Geht's wieder um die Raucherei? Bei dir geht's immer um die Raucherei. Das ist quasi feinster Tabak. Das ist das Beste, was man in eine Pfeife reinpacken kann. Quasi Qualm mit Geschmack. Ja, der Geschmack des Todes. Wo bin ich hier? An einem Ort, den es offiziell gar nicht gibt. Schön, dass es dir wieder besser geht. Ich fühle mich komisch. Wie nach einer Achterbahnfahrt. Mach dir keine Sorgen, das Zeug ist aus deinem Körper raus. Nono geht dir mal ein Hemd holen, hm? Hier, warm und trocken. Dürfte passen. Nein, ist schon gut. Komm, hör auf mit dem Versteckspiel. Wir wissen Bescheid. Ich kannte mal genauso jemanden wie dich. Das war total komisch. Als ob einfach alle durch meine Kleidung sehen könnten. Als ob sie auf den ersten Blick wüssten, wer ich bin. Ach, das war nur deine Angst, Jona. Irgendwas in dem Zeug hat deine Angst verstärkt. Ich habe mein ganzes Leben lang Angst. Sogar meine Eltern haben Angst. Keine Ahnung, warum. Weißt du, was die Leute gesehen haben, die an dir vorbeigegangen sind? Gar nichts. Die haben nur einen Jungen gesehen, der sich ein bisschen komisch verhalten hat. Das ist alles oben in deinem Kopf drin. Die Welt ist so, wie du sie siehst. Und wenn du die Welt verändern willst, dann brauchst du nur die Sichtweise zu verändern. Das ist Magie. Deine ganzen Ängste, die Zweifel und das Anderssein, das passiert nur, wenn du es selbst zulässt. Und jetzt lass dich mal anschauen. Großer Wanderzirkus in der Stadt. Großer Wanderzirkus in der Stadt. Großer Wanderzirkus in der Stadt. Wanderzirkus in der Stadt. Noch bis Samstag. Mit großer Freakshow. Na? Wieso hast du uns denn nichts gesagt? Ja, ich dachte schon, du willst uns überraschen, oder? So. Bist schon fleißig am Lernen, oder? Ist das der Text? Darf ich mal sehen? Welches Stück ist das denn? Rotkäppchen und der böse Wolf. Ah, ja. Und welche Rolle spielst du? Den Jäger. Wie? 2 Jäger? Der Alex spielt doch den Jäger. Das ist ein modernes Stück. Mit 2 Jägern. Modernes Stück. Wie kann man das nicht so lassen, wie es ist? Na gut, da kannst du nichts für. Aber wieso muss man das immer... Naja, Hauptsache, du spielst nicht den bösen Wolf, ne? Schauen nämlich viele Kinder zu. Also pass auf, ne? Ja, schön. Dann lernen wir noch fleißig, hm?
Ich bleib so lange hier stehen, bis du aufmachst. Ich weiß nicht, warum du nicht mit mir redest, Sophie, aber ich würde mich halt ganz gern wieder mit dir vertragen. Ich wollte dir schon die ganze Zeit was sagen. Aber ich konnte einfach irgendwie nicht. Also mit dieser Theatersache, ich wollte dir echt helfen. Aber ja, dann habe ich was rausgefunden und dann konnte ich nicht mehr. Was denn? Also es war eigentlich ein ganz normaler Tag und ich kam von der Probe nach Hause, Paps war nicht da und diese Tür zum Keller stand irgendwie offen. Papa! Hallo? Jederzeit bereit, einem Eindringling das Fell über die Ohren zu ziehen. Ich weiß nicht, ob er sie alle getötet hat. Vielleicht hat er auch manche einfach gefunden oder so. Jedenfalls konnte ich bei diesem blöden Stück einfach nicht mehr mitmachen. Ich traue mich gar nicht mehr, ihn allein zu lassen. Ich meine, alles hier ist so perfekt und alle denken immer, mein Vater ist so der Vorzeigevater. Und in Wirklichkeit, ich habe mich so geschämt. Du kannst doch überhaupt nichts dafür. Ist schon okay, ich habe halt einfach gedacht, dass du keinen Bock mehr auf mich hast. Warum sollte ich keinen Bock auf dich haben? Ich meine, du bist mein bester Freund. Ja, weißt du, bei mir ist halt auch nicht alles so perfekt, Sophie. Und ich wollte dir eigentlich auch schon länger was sagen, aber ich hatte einfach Angst, dass du mich dann nicht mehr sehen willst. Du brauchst mir gar nichts sagen. Also, ich bin ja nicht blind. Hast du es gesehen? Die Entschuldigung für den Sportunterricht draußen im See, im Wald. Du wolltest nie schwimmen und ich weiß, dass du keine Chlorallergie hast. Du hast es die ganze Zeit gewusst? Ja, und ich kann dir helfen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man mir noch helfen muss. Weil ich komme eigentlich gut klar. Ich bin froh, dass es endlich raus ist. Und ich bin eine ziemlich gute Schwimmerin. Also ich kann es dir beibringen. Wie schwimmen? Ja, schwimmen. Das ist toll. Also gar nicht mal so schwer. Weißt du, was ich an dir mag? Was denn? Ja, du bist so normal irgendwie. Ich meine, selbst dein größtes Geheimnis ist irgendwie harmlos. Was um alles in der Welt macht ihr hier? Ich wollte gerade gehen, Herr Dr. Krawutzke. Adi. Der Tag der Aufführung. Sie denkt, ich bin normal. Und wenn sie die Wahrheit wüsste, dass ich auch gut in das Gruselkabinett im Keller ihres Vaters passen könnte?
Die Entscheidung steht. Ich gehe an einen Ort, an dem Leute wie ich normal sind. Hey. Hi. Wo ist Jona? Nicht hier. Ich wollte ihm nur Glück wünschen. Ja. Dann warte ich draußen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die das mit den 2 Jägern hinkriegen. 2 Jäger? Ja, hat doch der Jona gesagt. Willkommen, meine Damen und Herren, in unserem Wanderzirkus mit der Show der Exoten und Kuriositäten. Bestaunen Sie unsere wilden Tiere, die einst durch die großen, weiten Weltmeere schwammen oder die unendlichen Weiten der sibirischen Taiga durchstreift haben. Treten Sie nur näher, wenn Sie sich trauen. Und jetzt unsere ganz besondere Attraktion, eine Laune der Natur. Jona Wüst. Der fürchterliche Wolfsmensch aus dem fernen Trautheim, das bekannt ist für seine wunderschönen Mädchen und das glasklare, türkisfarbene Wasser des Bergsees. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Rotkäppchen und lebte mit seiner Mutter tief im Wald. Eines Tages sollte es der Großmutter einen Korb mit Kuchen und Wein bringen. Die Mutter mahnte es noch, verlass ja nicht den rechten Weg. Sophie, ich bin spät dran. Wenn du dich beeilst, dann schaffst du es noch. Oh, wie schön es hier ist. Oh, wie schön es hier ist. Na dann.
voll seinen Einsatz verpasst, oder? Hallo, Frau Beck. Also, ich sag's nochmal. Oh, wie schön das hier. Ist das aufgeklärt? Das ist der Jona. Wer bist du? Ist das echt? Krass. Ein kleines bisschen Magie. Ja, das ist echt. Ich bin der Wolf. Rotkäppchen wird von ihrer Mutter in den Wald zur Großmutter geschickt. Unvorsichtigerweise verlässt sie den sicheren Weg, wo ihr der böse Wolf auflauert und Rotkäppchen ausfragt, wohin es gehen will. Als das Mädchen etwas später beim Haus der Großmutter ankommt, wundert es sich, dass die alte Frau so merkwürdig aussieht und sich auch so merkwürdig verhält. Es erkennt erst, dass es der Wolf ist und gar nicht die Großmutter, als es schon viel zu spät ist. Den Rest der Geschichte und das Happy End kennt ihr sicher. Aber was lehrt uns das? Nicht die festgefahrenen Pfade zu verlassen? Dass jemand, der aussieht wie eine alte, nette Dame, in Wirklichkeit ein Monster sein kann? Und dass ein Junge im Körper eines Wolfes, der verkleidet ist als Großmutter, vielleicht auch einfach nur ein Junge ist? Es gibt Märchen und es gibt wahre Geschichten. Mädchen in Märchen verschwinden, junge Frauen verschwinden, werden zu Geschichten oder zu Geistern, lernen andere Orte kennen und andere Leute, weil sie die alten Pfade verlassen und kommen zurück, um es besser zu machen als die Alten vor ihnen. Nach dem Stück. Ich habe eine Menge aus der ganzen Sache gelernt. Irgendwie ist doch jeder ein bisschen verrückt oder anders. Oder wie Frau Krumlacker sagt... Jeder hat einen Vogel. Nur die, die behaupten, sie hätten keinen, die haben zwei. Klar hören die Leute nicht auf zu reden. Das Ganze hat ihnen ja erstmal Gesprächsstoff geliefert. Ich weiß, dass sie mich ab und zu beobachten, hinter den Vorhängen ihrer Häuser. Aber was soll's? Das Leben ist hier draußen und nicht da drin. Ich meine, ich bin ein Teenager, der Angst davor hat, als ausgestopfte Jagdtrophäe über dem Kamin des Vaters meiner Freundin zu enden. Also wenn das nicht gewöhnlich ist, dann weiß ich es auch nicht.